Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der Elterngeneration der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Ich werde heute zeigen, wie man eine Move-Datei vom Apeman, wie man den Ton verbessert. Dazu werde ich den Ton isolieren mit VLC und dann werde ich den Ton nach Audacity bringen, da eine Manipulation durchführen, dann wieder zurückführen und dann die beiden Dateien zusammenführen. Mal sehen, ob das gelingt. Okay, das war's für die Einleitung. Ja, das ist mein Power Smoothie des Tages. Und das ist jetzt hier mein Selfie aus dem Arm heraus. Nehmen wir das mal von dieser Seite. Ich weiß nicht, wie das Licht im Moment ist, aber mal versuchen. Ich möchte heute klingelt es. Muss ich mal aufstellen. Die Post. Ja. Ja. Ich möchte heute mal dieses Movie hier verarbeiten und den Ton verbessern mit also den Ton erstmal rausholen mit VLC und dann den Ton nach Audacity bringen und dort verändern. Ja. Okay, das wird es gewesen sein jetzt von dir. Das ist meine neue Wand da. Ja, das ist mein Power Smoothie des Tages. Und das ist jetzt hier mein Selfie aus dem Arm heraus. Nehmen wir das mal von dieser Seite. Ich weiß nicht, wie das Licht im Moment ist, aber mal versuchen. Ich möchte heute klingelt es. Muss ich mal aufstellen. Die Post. Ja. Ja. Ich möchte heute mal dieses Movie hier verarbeiten und den Ton verbessern mit also den Ton erstmal rausholen mit VLC und dann den Ton nach Audacity bringen und dort verändern. Ja. Okay, das wird es gewesen sein jetzt von dir. Das ist meine neue Wand da. Ja, guten Tag meine Damen und Herren. Das hier ist also der Movie Maker. Und in diesem Movie, das ist die Originaldatei, die vom Apeman A77. Diese Datei möchte ich im Ton verbessern. Das heißt also, dass hier jetzt erstmal diese Originaldatei abgespielt wird und das hier jetzt das Vorwort. Dann kommt gleich noch die Kanalvorstellung dazwischen. Und dann haben wir hier die Originaldatei. An die Originaldatei soll dann eine verbesserte Datei angefügt werden, unter der Ton quasi auch überlegt werden, der bessere Ton. Und dann werden wir das abhören, mal sehen, ob das klappt und dann schauen wir mal. Okay, soweit die Theorie. Jetzt gehen wir mal weiter und holen uns den Movie Maker. Da haben wir den Movie Maker und den Movie Maker nutze ich, um quasi
die Datei zu verändern, und das ist um die Datei, die Move-Datei, aus der Move-Datei quasi die Tondatei zu isolieren. Das habe ich selber lange Zeit nicht verstanden, wie das geht, und jetzt habe ich das endlich drauf und ich hoffe, dass ich es hier auch gezeigt bekomme. Also, jetzt werden wir als nächstes die Originaldatei holen. Wo ist die denn jetzt? Na, da haben wir also die Originaldatei, Test Apeman. Das ist also die Originaldatei, wo ich den Ton von isolieren möchte. Diese Datei, die ziehe ich also hier in dieses da oben rein, in dieses Feld hier. Das werde ich jetzt mal machen. So. Und jetzt möchte ich diese Datei hier also konvertieren. Das werden wir jetzt mal machen. Und da brauche ich gar nichts verstellen. Das kann ich alles so lassen. Und dann gehe ich bei Durchsuchen, wo die Zieldatei hin soll. Und zwar als MP3 wird die also abgespeichert. Und dann mache ich jetzt mal Test Apeman. Test Apeman. Test Apeman. Okay, und möchte ich jetzt bei Musik abspeichern. In dem Musikteil, ich habe einen Ordner für Musik, da soll die abgespeichert werden. Gut, jetzt kommt der also wieder zurück. Jetzt habe ich also die Zieldatei angegeben, die wird jetzt gespeichert bei Test Apeman MP3 unter dem Namen und in dem Ordner Musik hier bei Klaus. Gut, das war es jetzt also. Der wandelt also jetzt aus der Move-Datei, den Tonteil aus der Move-Datei wandelt er jetzt um in eine MP3. Und diese MP3 kann ich dann in Audacity reinziehen. Okay, ich mache das jetzt mal kurz. Na, hier unten sehen wir also den Streifen. Das geht relativ zügig. Gut, dann können wir den wegmachen. Also der ist schon fertig. Dann holen wir mal das Audacity hervor. Da ist er. So, und jetzt wollen wir in das Audacity die Datei, die wir jetzt gerade geholt haben, beziehungsweise die wir gerade erstellt haben, dann mit dem VLC-Player, diese Datei, wo ist die denn jetzt, wenn ich die mal finde? Da unten, da haben wir schon mal das, wo ist der Musikordner? Da ist der Musikordner, und in dem Musikordner muss jetzt hier irgendwo auch die neu erstellte Test Apeman sein. Da ist also die Test Apeman, die wir gerade mit dem VLC erstellt haben. Die ziehe ich jetzt hier von dort in den Ordner, in die Audacity rein, und man sieht also schon, dass da nicht viel am Tun ist. Der Ton muss also verstärkt werden, und der Ton muss auch ein bisschen, ich möchte das Ganze ein bisschen größer machen. So, und können wir das mal abhören. Ich habe hier einen Kopfhörer, dann setze ich meine Kopfhörer aus. Sie werden natürlich jetzt nichts hören, nehme ich mal an. Also da erzählt einer was von Pausenmusik. Was haben wir da? Also das hat jetzt eigentlich das Rauschen. Da war wieder so ein Klick hier. Moment, wir wollen erstmal den Ton erhöhen.
Dafür werde ich das markieren. Ich möchte den Ton nur lauter haben. Das ist jetzt bei, ich möchte den um 10 dB mal erhöhen. Haben wir jetzt 10 dB? Ja. Jetzt waren wir schon wieder bei 11. So. Und jetzt nochmal abhören. Ja, ich höre ihn nicht, dass der Ton lauter geworden wäre, aber das kann jetzt hier auch daran liegen, dass ich mich irgendwo vertan habe. Okay, jetzt machen wir erstmal den Anfang hier, sind wir mal so ein leeres Stück. Dann möchte ich da mal das Rauschen entfernen. Dafür gehe ich hier auf die Effekte. Da Rauschverminderung. Dann muss ich erstmal das Rauschprofil ermitteln. Und wenn ich das jetzt ermittelt habe, dann muss ich das Ganze, also ich habe das Rauschprofil jetzt nur von dieser markierten Stelle ermittelt und jetzt möchte ich dieses ermittelte Rauschprofil quasi auf die ganze Datei anwenden. Da haben wir die Datei, nein, wo haben wir die, da Rauschen möchte ich, den Rauschen. Und jetzt haben wir den, okay, jetzt wird die Reduktion angewendet und ja, jetzt ist er deutlich lauter. Jetzt ist er deutlich lauter. Aber der Nachteil ist natürlich, dass hier so eine diese Klicks hier, die werden natürlich auch lauter. Und die stelle ich dann mal hier oben auf Auswahl in Stille umwandeln. Das heißt, ich kann die nicht rausschneiden. Wenn ich die rausschneide, dann ist der Ton nachher kürzer. Dann passt er nicht mehr in die Datei. Deshalb wandle ich den in Stille um. Und von diesen Dingern hier haben wir noch mehrere. Da haben wir auch noch so einen. Den wandle ich auch auf. Und da haben wir einen. Also das ist natürlich jetzt hier so eine Sisyphus-Arbeit, das hier in Stille umzuwandeln. Haben wir noch irgendwo so eine, da haben wir noch so einen. So ein störendes Klickgeräusch. Ich muss mal nochmal abhören. Ja. Und wie sieht das weiter aus? Da haben wir noch zwei ganz extreme Ausreißer. Der geht doch gar nicht mal weg. Und da haben wir noch einen. So. Sind zwar noch nicht alle weg, aber ich muss mal hören. Auch schlimm hier. Das tut auch in den Ohren weh. Okay. Vor allen Dingen, weil ich jetzt den Ton auch verstärkt habe. So. Wie hört sich das an? Hier, natürlich da hinten kann sich nichts anhören. So. Der Ton hört sich hohl an, aber ich werde mal versuchen, ob ich den Effekt hier, das Normalisieren, das hier, dass ich das mal anwende. Und zwar möchte ich mal vorhören. Oh, das war schlimm jetzt. Das war schlimm. Da platzen mir die Ohren. Das war schlimm, das kann man nicht machen.
das normalisieren. Oder ich muss den Ton wieder runter machen, hier auf 0 setzen und so. Und jetzt quasi den Normalisieren machen. Jetzt muss ich nochmal abhören, wie das ja sich anhört. Ja, jetzt wird leise, genau. Und jetzt wollen wir den mal anhalten. Und jetzt möchte ich den Effekt normalisieren, ansetzen. Wo sind wir hier? Autodruck, rückwärts reparieren. Da sind wir, normalisieren. Bei minus 1 dB sagt er also. Jetzt möchte ich auch erstmal vorhören. Genau. Genau, das war's. Hat er das gemacht? Nee, glaube nicht. Normalisieren, verwalten, vorhören. Bei minus 1 dB. Okay. Jetzt hat er das gemacht. Man sieht auch gleich hier den Volumen hier, das ist gleich größer. Also das war jetzt der Effekt normalisieren. Genau. Klingt immer noch so ein bisschen hohl, aber ja, jetzt wollen wir nochmal da hören. Da ist auch so ein Rauschen quasi. Dieses Rauschen, das vielleicht gerade jetzt auch durch die Normalisierung verstärkt wurde, das möchte ich jetzt hier weg haben. Und dazu gehe ich nochmal auf die Rauschermittlung. So. Rauschprozess ermitteln. Das heißt, er hat jetzt hiervon das Rauschen hat er jetzt ermittelt. Jetzt möchte ich das auf das Ganze hier anwenden. Und zu diesem Zweck gehe ich nochmal auf die Rauschermittlung, auf die Rauschverminderung. Jetzt soll das angewendet werden. Und jetzt wird das angewendet. Was wir sehen, das ist jetzt hier oben, das ist jetzt ganz gerade. Und das Rauschen ist also von dort weg. Jetzt höre ich mir das nochmal an. Sind natürlich wieder hier diese störenden Geräusche. Die sind jetzt hier wieder sehr laut. Die sind jetzt auch verstärkt worden. Vorhin war ich der Meinung, ich hätte die schon eliminiert, aber und dann vertut die, ist es dann auch noch mit der Sprache quasi. Man kann die nicht genau isolieren. Oder kann ich die noch größer machen, dass ich da quasi nur den Punkt habe. Der ist nicht genau da drauf. Ja, die muss man also erstmal hinnehmen, die habe ich noch nicht draußen. Ja. Also ich muss mal das mal abhören. Das waren so eine störenden Geräusche. So, machen wir den mal weg. Und da ist noch so einer. Den machen wir auch weg. Und da ist noch einer. Den machen wir auch weg. Und wie hört sich das jetzt an? Ja, das ist natürlich eine Sisyphusarbeit.
Momento, da war wieder so was, da waren wieder so quasi so eine Sachen, die ich stumm schalten möchte und da auch nochmal und wie hört sich das jetzt an? Da sind immer noch so störende Geräusche drin. Ja, Schmatzer oder was das sind. Also da hat man jede Menge mit zu tun, wenn man hier den Ton will verbessern. Wenn man das hier ganz sauber machen will, dann hat man jede Menge Arbeit. Ja, das sollte jetzt hier nur eine Demonstration sein. Wir sind hier nicht im Fernsehstudio, von daher lasse ich das mal und werde jetzt diese Datei hier aus Audacity, die möchte ich jetzt den Ton exportieren. So, wird der wieder als MP3 exportiert. Das ist wieder meine Datei Test Apeman, aber die ist jetzt verändert und das möchte ich dann auch da eintragen. Verbessert. So, jetzt haben wir also die verbesserte Datei. Jetzt werden wir die abspeichern und ja, das macht er. Ja, hatte die jetzt auch dahin kopiert, wo die hin soll, oder das ist auch immer so eine Sache. Das eine Programm kopiert die Sachen dahin und sind wir bei Musik. Apeman verbessert, da haben wir sie. Wir sehen also, die alte Datei war 1320 groß und die neue ist auch 1020 groß. Das sollte also hinkommen. So, dann können wir also den Audacity wegmachen. Den brauchen wir nicht mehr. Und dann sehen wir hier wieder den Movie Maker. Und jetzt versuchen wir mal das Ganze mit dem Movie Maker zu verbessern. Und zwar haben wir jetzt ja hier den Ton. Und jetzt gehen wir hier beim Ton quasi, den Ton können wir ja auch, wenn wir den Ton hier also haben, von diesem Schnipsel hier, dann möchte ich diese Videolautstärke, die möchte ich da runtersetzen auf 0, weil der Originalton, der sollte ja nicht ausgestrahlt werden. Und jetzt möchte ich quasi den Ton hier als eine Sounddatei hier drunter legen. Mal sehen, ob uns das gelingt. Was machen wir da jetzt? Startseite, Musik hinzufügen und dann suchen wir Musikordner und dann haben wir ja hier die verbesserte Datei irgendwo. Wo haben wir die? Apeman, Test Apeman, da haben wir die verbesserte Datei, die MP3 und die soll mir jetzt dahin kommen. Hoffentlich macht er das jetzt auch. Ne, macht er nicht. Der setzt also die Datei nicht dahin, wo die hin soll, sondern er setzt die dahin. Jetzt muss ich mir das mal abhören, ob das korrekt ist. Ja, Moment, jetzt haben wir natürlich einen Fehler gemacht. Also ich habe einen Fehler gemacht. Wir haben jetzt hier die Originaldatei und wir wollten ja einen Test haben, den Vergleich haben. Jetzt müssen wir also die Originaldatei, die hier, die müssen wir zweimal haben. Die möchte ich also nochmal haben.
Und dann möchte ich den Ton quasi genau da haben. Und das ist also der Originaldatei, dann drehe ich da wieder den Ton hoch, damit man das nachher auch hören kann. Die war in der Mitte, glaube ich, ne? Wo stehen wir jetzt hier? Lassen wir den mal so, ne? Und dann möchte ich das jetzt hier abhören. Das mache ich jetzt mal. Hier ist etwas leise. Ist etwas leise. Dann kann ich jetzt hier den Ton, den mache ich da runter, damit er sich nicht mit der Sounddatei hier vergleicht. Und jetzt höre ich das mal ab. Jetzt möchte ich hier noch den Titel davor setzen. Da. Und zwar soll da jetzt hin, dass das die verbesserte verbesserter Ton. Ja, so. Und jetzt soll der aber jetzt nicht da hinten hin, sondern der soll jetzt dahin. Und so, dass ich das jetzt mal abspielen lassen, testweise. Verbesserter Ton, ja, genau. Nee, der ist nicht genau vorne hier. Nochmal. Ja, sieht so aus. Ich sehe jetzt die Lippen nicht, ob das synchron ist, aber könnte sein. Das ist eine schlechte Aufnahme jetzt hier. Ja, gut. Also, meine Damen und Herren, das ist also der verbesserte Ton. Und jetzt habe ich das hier aufgenommen und die Aufnahmen, die stelle ich jetzt hier hinten dran. Also, das ist quasi der Start und hier brauche ich auch noch einen Bildtitel. Das ist die Einleitung. Moment, hier fehlt noch was. Ich brauche noch was. Also geht die Welt zugrunde, da habe ich so ein Kanallogo. Dieses Kanallogo möchte ich jetzt hier oben einfügen. Und zwar möchte ich das da einfügen. Ja, genau. Jetzt geht der Ton, der verschiebt sich hier immer. Muss ich das nochmal abhören? Ist wieder nicht ganz dran. Der ist wieder nicht ganz dran. Das heißt, der muss weiter dran gehen. Der muss ganz darauf sein. So, und jetzt nochmal. Nur der ist wieder nicht da. Der ist nicht da. Das sieht man hier an diesen Wellenhügeln. Ne? Ich muss den Ton hier bei den ersten, dass der jetzt mit den oberen da übereinstimmt. Ja, es könnte jetzt klappen. Das könnte jetzt klappen. Okay. Jetzt kommt jetzt gleich noch hier dieses Teil, das wir gerade hier aufnehmen mit dem Aktivpräsenter. Das stelle ich dann da dran, aber das muss ich jetzt erstmal fertig machen. Okay Leute, das war's also. Erstmal von hier und ich wünsche noch einen schönen Tag.